Hi, mein Name ist Lena und ich bin freie Journalistin fürs deutsche Fernsehen. Die Frage nach der Kunst, was ist Kunst für mich? Also Kunst ist ja ein sehr dehnbarer Begriff und für jeden sicherlich was anderes, aber ich denke, für mich ist Kunst all das, was mit Liebe hergestellt und vor allem gebastelt wird. Also angefangen von der Postkarte, die man zu Weihnachten malt und bedruckt und verschenkt, natürlich auch bis hin zu Skulpturen und größeren Kunstwerken. Aber ich finde, in den Details liegt dann doch das Geheimnis und vor allen Dingen eben, wenn man sieht, dass sich jemand lange Zeit Gedanken gemacht hat und sich vor allen Dingen dann auch lange Zeit mit etwas beschäftigt hat, was man ja tun muss, zwangsweise, wenn man etwas bastelt. Also ob es nur eine Collage oder zu Weihnachten irgendwelche Weihnachtsbasteleien sind, sei es völlig dahingestellt. Also Kunst ist zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, gucken, wie das funktioniert. Sowas hier, das haben brasilianische Kinder gebastelt. Finde ich künstlerisch sehr, sehr wertvoll. In Deutschland noch nie gesehen. Kunst ist für mich auch so etwas. Mal gucken. Das hat meine kleine Cousine für mich gemalt. Das bedeutet, sie hat sich hingesetzt, sie hat sich Gedanken gemacht, sie hat sich Zeit genommen und ein Bild gemalt, um es dann mir zu schenken. Und Kunst ist auch sowas. Das hat mir mal ein Freund zum Geburtstag gebastelt, der absolut gegen Geschenke kaufen ist. Das war mal eine Stumpenkerze und er hat sich einfach die Mühe gemacht und ich vermute, sich stundenlang hingesetzt und ein Gesicht draus geschnitzt und ein schönes Nasenpiercing rangebastelt. Und hinten sogar, ich bin glaube ich damals 21 geworden, hier eine 2 eingeschnitzt und eine, nee 20, das ist eine 0. 20 sogar noch mit eingeschnitzt, dass ich immer weiß, wann ich es bekommen habe. Also so eine Sachen, die mit Liebe gestaltet wurden, für die sich wirklich Zeit genommen wurde und wo sich Gedanken gemacht wurden, das ist für mich Kunst. Das ist sehr witzig. Ich habe jetzt versucht mitzuzählen, die Sekunden, um auch ja eine Minute still sitzen bleiben zu können. Und irgendwie habe ich es nicht geschafft mitzuzählen. Ich habe gerade an alles Mögliche gedacht, nur nicht daran, die Sekunden zu zählen. Aber ich denke, es dürfte eine Minute gewesen sein. Also das ist das Haus, in dem ich seit 9 Jahren zur Miete wohne. Und was ich da alles schon drin erlebt habe, würde absolut den Rahmen von mindestens 100 Romanen oder von 30 Filmen sprengen. Aber ich kann ja versuchen, mal einige Details wiederzugeben. Denn hier in dem Haus erlebt man in der Tat so gut wie jeden Tag etwas. Ich meine, dass das Haus schon Mitte der 70er Jahre gebaut wurde, dementsprechend also schon relativ alt ist. Es war früher eine Poliklinik. Nach der Wende wurde es dann natürlich schön eingedeutscht und heißt seitdem Ärztehaus. Ich kann ja am besten mal mit der unglaublichsten Geschichte von allem anfangen. Ich glaube, vor 2 Jahren war es, stand die Kripo bei jedem aus unserem Haus vor der Tür, denn die Rohrreinigung hatte eines Mittags beim Durchspülen eines Kanals hier hinterm Haus doch tatsächlich eine skelettierte Leiche gefunden. Es handelte sich um einen Mann, der da mindestens schon 4 Jahre drin lag, genau hier, und der unentdeckt geblieben war.
aus mysteriösen Umständen dort drinnen lag, zu Tode gekommen ist. Und bis heute ist nicht geklärt, wie der Mann ums Leben kam und vor allen Dingen, wer er überhaupt war. Also ein unbekannter Toter, ein Erker. Und hier unten ein weiterer Fundus. Ein Handtuch, vielleicht das nächste Verbrechen, aber davon weiß ich noch nichts. So, jetzt gehe ich mal hoch. Das ist mein Hausflur, der ungefähr alle 6 Wochen überstrichen wird, weil ständig irgendwelche Leute irgendwelches unqualifiziertes Zeug an die Wand malen. Wird natürlich schön auf meine Betriebskostenabrechnung draufgeschlagen. Aber angeblich dürfen die das. Schauen wir mal. Mein Flur. Also erstmal auf unserem Flur ist es scheinbar sehr verbreitet, dass man immer auf seinem Flur irgendetwas, also vor seine Tür etwas hinstellt. Meine Freunde sagen mittlerweile, dass sie daran erkennen, ob ich zu Hause bin oder nicht. Diesmal ist es bei mir eine Batterie, hoffentlich nicht mehr lange, denn die wird entsorgt werden. Ich kann ja gleich mal bei meinem Nachbarn bleiben. Das ist nämlich auch so ein Spezi. Der ist seit 4 Wochen Dialysepatient, weil er zu viel Coca-Cola getrunken hat. Er hat 10 Jahre Coca-Cola getrunken und nur Pizza gegessen und hat sich damit höchstwahrscheinlich sein Nieren kaputt gemacht. Und jetzt muss er jeden Tag Dialyse machen. Ich kann ja mal gucken. Ob er hier auch unangekündigt. Hihi, das ist mein Nachbar. Aber der sieht immer so fertig aus. Das hat nicht nur was mit der Dialyse zu tun. Ist ein Brett? Nee, eine Kamera. Ja. So, wir wollen uns jetzt deine Wohnung angucken. Möchtest du nicht? Oh doch, möchte ich. Darf ich mit Schuhen rein? Nee. Wirklich nicht? Steht da dran? Stimmt. Schuhe ausziehen. Wirklich, muss ich die ausziehen? Ja. Oh, scheiße. Ja, lass an, aber putz dich. Nein, jetzt ziehe ich meine Schuhe aus. Ich hab heute mal Socken ohne Löcher an. Ich hoffe, du hast auch saubere Socken an. Ich habe saubere Socken. Naja, die sind schwarz. So. Jetzt muss das Ding sich erstmal scharf stellen. Siehst du, so dreckig ist deine Wohnung. Hey. Tim, was Brenner noch nicht weiß, er ist Messi. Ich bin ich gar nicht. Natürlich bist du Messi. Überhaupt nicht. Also fangen wir mal hier an, ja? Hier wird gesammelt. Sammel, sammel, sammel. Das ist vielleicht Papier? So, sogar Teller werden gesammelt. Genau. Dienbrett. So, dann sammelt er Tassen. Ja. Und weil er auch Fernsehprogramme sammelt, wie viel hast du zurzeit? Ich weiß nicht, 5000? Brenner sammelt nämlich Fernsehprogramme. Hast du mal Comedy Central gesehen? Nein. Das ist seine Küche. Möchtest du eine komische Geschichte aus deinem Leben erzählen, was ich alles mit dir schon durchmachen musste? Du mit mir? Ja, Ja, nicht. natürlich. Und was soll ich denn jetzt erzählen? Hast du ein Brett? Und Brenner guckt eigentlich den ganzen Tag nur Fernsehen. Gar nicht, ich das arbeite ist ein über Sessel. die Tag. Genau, das nennt Brenner nämlich Arbeiten. Ja. Mhm, Das ist schweres Schindern. genau. So, das sind seine Tabletten. Nee. Das sind meine Tabletten. Okay, das sind seine Tabletten. Ja, aber du darfst ruhig erzählen, was ich alles mit dir schon durchgemacht habe. Gar nicht, Wie ich lange bin ein ganz anständiger Mensch. Hör Wie mal, lang- wie lang- Lena lügt, wenn sie das Maul aufmacht. Und wenn Wie sie das la- Maul zugemacht hat, dann hat sie gelogen. Wie lange kennen wir uns schon? 8 Jahre? So, und in den 8 Jahren habe ich mit dir noch nichts erlebt, das Nein. schließe ich aus. Gar nichts. Doch. Ich bin ein ganz anständiger Mensch. Glaubt Okay. Lena kein Wort. Dann erzähle ich die schlimmen Sachen, wenn ich wieder alleine bin. Ja, genau. Die lästert nämlich gerne hinter meinem Ja, Rücken. D-Boxen werden gesammelt.
Nee, die werden verkauft. Auch. Und... Ach ja, siehst du, ich weiß gleich eine Geschichte. Brenner hat nämlich eines Tages gesagt, er möchte seine Wohnung malern. Und hier war so Tapete drauf, was ja in jeder Wohnung der Fall ist. Also hat er sich gesagt, boah, also die Tapete muss runter, weil die war dunkel. Da konnte er nicht rübermalen. Genau. Also wurde die Tapete runtergeruppt. Aber es war jetzt so anstrengend, wieder neu zu tapezieren. Also hat der Brenner einfach mal auf blanken Beton Farbe aufgebracht. Ja, das ist am einfachsten. Das ist am einfachsten, richtig. Und hier hat er ein kleines Kunstwerk gemacht. Vor der Balkontür hat er ein bisschen sich gedacht, malert da mal, falls er vergisst, dass da eine Stufe ist. Ja. Wo ist denn eigentlich dein Babyblau? Du hattest doch mal Babyblau Ist da gemalt. mitten noch in der Ecke. Hö? Ja, oben über der Balkontür, siehst du den Übergang. Ja. Ach da. Du wolltest ja schon immer mal eine Brille Genau, haben. weil Brenner hat nämlich, das ist der Zusatz, er hat nämlich nicht zu Ende gemalert, weil auch das ihm zu anstrengend war. Also hat er sich irgendwann gesagt, brich da ab. Ist halt ein Der Kunstwerk. war krank. Genau, und Brenner ist immer entweder krank oder gerade nicht motiviert. Genau. Oder irgendwas anderes ist jedenfalls immer. Auf jeden Fall ist immer der... Ach so, der Staat schuld. Und jetzt erzähl mal deinen neuesten Clou, was du vorhast. Was habe ich denn vor? Du willst jemanden verklagen. Nein. Doch. Anzeigen. Ach ja, Brenner will jemanden anzeigen. Erzähl mal. Frau Ursula Schmidt. Heißt sie nicht Ulla? Ja, natürlich heißt sie Ulla, aber der richtige Name ist Ursula. Ach so, jetzt musst du natürlich noch erklären, warum du sie anzeigen willst. Wegen aktiver Sterbehilfe. Warum aktive Sterbehilfe? Weil ich mir die Medikamente nicht leisten kann. 2004 hat Frau Ursula Schmidt eingeführt, dass man die Medikamente selber bezahlen muss, bis zu einer bestimmten Höhe. Und laut meinem Bruttogehalt, im Billiglohn selbst, muss ich bis zu 216 € selber bezahlen. Und jetzt willst du sie anzeigen? Genau, und da ich mir das nicht leisten kann, muss ich diese Frau anzeigen wegen aktiver Sterbehilfe. Da ich mir die Tabletten nicht kaufen kann, werde ich dann irgendwann verrecken. Das heißt, wir sehen dich jetzt hier quasi das letzte Mal auf einer Genau. Filmaufnahme. Tschüss. Genau, wink noch. Und soll ich dir mal was sagen, ich kann rückwärts in deiner Wohnung laufen, ohne zu Ja. stolpern. Das ist das allererste Mal seit 8 Jahren, das dass ist das immer funktioniert. so. Das ist noch nie so gewesen. immer so. Niemals. Soll ich mal so einen Beutel rausholen? Nee. So, der Brenner erklärt jetzt, wie er seine Dialyse macht, ohne das vollständig zu zeigen, sonst falle ich hier nämlich um. Also, in diesem Sack ist ein voller Sack mit Dialysat, Glucose 1,5% und ein leerer Sack. Wenn man das aufhängt, kommt der volle Sack nach oben, so in diese Höhe, und der leere Sack kommt unten auf den Boden. In der Mitte ist ein Disksystem, da kommt der Schlauch dran, den ich im Bauch habe. Der wird hier angeschlossen. Das alte Dialysat, was ich im Bauch habe, läuft aus, bis der leere Sack irgendwann voll ist. Dann wird weitergeschaltet die Disk auf diese Punkte und dann läuft das neue Dialysat wieder rein. Das hält dann 4 Stunden und nach 4 Stunden muss ich denselben Vorgang nochmal machen. Und wozu soll das gut sein? Zum Blutspülen, Nierenspülen, keine Ahnung, zu irgendwas spülen. Also du bist Dialysepatient, machst das 4-mal am Tag und weißt nicht, wozu das eigentlich gut ist. So sieht's aus. Gut. So, das ist Kunst hier in meinem Hausflur. Das sind Aschenbecher. Das ist Aschenbecher und Papierhalter zugleich. Und das Schlimme ist, dieses Schokoladenpapier ist nicht mal von mir. Und bevor wir jetzt zu dem Eigentlichen kommen, was ich zeigen will, kann ich ja noch mal ein paar Impressionen aus meiner Wohnung zeigen. Das zum Beispiel sind die gesammelten Postkarten, die ich in diesem Jahr von Freunden und Familie bekommen habe. Da ist so wirklich alles mit bei. Von Kanada über, was haben wir hier? Marrakesch, Barcelona, Red Sea, wo ist das denn? Ägypten, Alanya ist Türkei, hier hinten haben wir nochmal Luxor. Also meine Freunde sind wirklich dieses Jahr überall hingereist. Und das hier ist eine, naja, sagen wir mal, eine Einladung nach Russland. So sieht das aus. Das ist ein Formular, was man braucht, um kein Visum bezahlen zu müssen, wenn man nach Russland will. Denn da war ich in diesem Jahr, um eine Freundin zu besuchen, die jetzt gerade in Hamburg ist. Und das ist eine Postkarte von einer befreundeten Frau, die schon seit Jahren brasilianische Kinder unterstützt, direkt vor Ort. Sie sammelt hier in Deutschland Spenden und lässt es dann brasilianischen Vereinen zukommen für Straßenkinder und Kinder, die Opfer von Gewalttaten werden, was da ja so ziemlich an der Tagesordnung ist. Davon habe ich mich letztes Jahr überzeugen
können, müssen, wie auch immer. Das sind 2 expressionistische Malereien von einem guten Freund, die er mir 1998 gemalt hat. Beziehungsweise gemalt hat er es so oder so, und ich habe die Bilder so schön gefunden, weil ich selbst expressionistisch nicht malen kann, wie mein Kunstlehrer damals bestätigte, dass ich gesagt habe, ich möchte die Bilder unbedingt haben, und die hat er mir signiert, und seitdem hängen die hier bei mir im Flur. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich zeigen will. Mal sehen, ob es klappt. Da. Hallo Schnuppi. Hallo. Das ist Nummer 1 und das ist Nummer 2. Der große, also der jetzt auf der rechten, jetzt da auf der linken Seite, das ist Schnieps, und die kleine hier, das ist Mieken. Die beiden Süßen habe ich in diesem Jahr gekauft. Zuerst hier den großen, oder Schniepsi. Ja. Und die kleine, die ist ich glaube im August, nee, im September dazugekommen, weil mir ganz viele Leute gesagt haben, ich muss unbedingt einen Partner für meinen Hasen besorgen. Und nur haben sie sich beide. Und machen mir sehr viel Freude. Zwar auch viel Dreck und viel Blödsinn. Knabber nämlich alles an, was nicht mit und nagelfest ist. Aber die Freude, die ich mit den beiden habe, ist viel größer. Außerdem fotografiere ich die, und ich habe bestimmt schon 5000 Fotos von denen. Und die schicke ich immer an Freunde und Bekannte, die mittlerweile sagen, wenn ich von Lena eine E-Mail bekomme, dann sind da immer Hasen drin. Also die beiden Süßen leben hier auf meinem Balkon. Von dem aus ich eigentlich zu jeder Jahreszeit einen wunderbaren Überblick habe. Hier zwischen den Bäumen geht immer die Sonne auf. Und diesen Ausschnitt, den habe ich auch schon ungefähr 3 Millionen Mal fotografiert. Mit Sturmwolken, mit Sonne, mit Regenbogen, mit allem. Auch das schicke ich immer meinen Freunden, die wissen also, entweder kriegen sie einen Sonnenaufgang oder aber meine Hasen zu sehen. Vor einer kleinen Weile hat hier auf meinem Balkon sogar eine richtig fette Spinne noch gewohnt. Die habe ich Thekla genannt, die war wirklich riesig. Aber Thekla ist mittlerweile auch ausgewandert. Vielleicht hat sie auf meinem Balkon nicht mehr so gefallen. Und das hier ist purer Ostseesand. Der setzt sich zusammen aus Sand aus Zingst, Prerow und Ahrenshoop, also Ostseefischland Dars. Ich habe mühevoller Kleinarbeit über Jahre hier angeschleppt, aber auch meine Mutter, muss ich dazu sagen, und Freunde und Bekannte. Ich glaube, ein bisschen Rügensand ist auch mit bei. Und auf jeden Fall verbringe ich hier auf diesem Balkon relaxte Stunden, wenn ich mich von der Arbeit oder von irgendwas anderem erholen muss.